Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erneut geht es heute um Ferrari. Ich zeige euch, wie Ferrari nicht nur auf der Straße performt, sondern auch in der Finanzwelt. Ich werde euch KPIs zeigen zur Bewertung der Profitabilität. Die Risikobetrachtung fließt mit ein. Ich werde euch zeigen, wie profitabel ein Investment in dieses Unternehmen denn wäre. Dann werde ich Ferrari mit Wettbewerbern vergleichen. Und abschließend noch eine SWOT-Analyse durchführen, in der ich auf Basis von 2 Videos, also dieses Videos und des Vorgängervideos, alle Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zum Unternehmen Ferrari zusammentrage und mit euch evaluiere. Ja, genau. Also, lass uns starten und los geht's mit der Betrachtung der Profitabilität von Ferrari. Ein kleiner Disclaimer vorab, bevor es so richtig losgeht. Ich gebe hier auf meinem Kanal weder Kaufs- noch Verkaufsempfehlungen und ihr seid selber dafür verantwortlich, wie ihr mit meinen Informationen umgeht und was ihr mit eurem Geld macht. Ja, bei der Umsatzentwicklung sieht man eine starke Aufwärtstendenz. Bis auf das Jahr 2022, in dem Ferrari durch die Corona-Krise einen kleinen Einbruch hatte, sind aber die Umsätze immer kräftig angestiegen. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz knapp 5,97 Milliarden, also knapp 6 Milliarden, und im Jahr 2024 dann schon 6,67 Milliarden. Das entspricht einem jährlichen Wachstum vom Jahr 23 zum 24er Jahr von 11,8%. Der Nettogewinn, der ist sogar noch stärker gestiegen zwischen den beiden Jahren, denn im Jahr 23 betrug er 1,26 Milliarden ungefähr und im Jahr 24 dann schon 1,52 Milliarden. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von 21,4%. Und die Nettogewinnmarge, die hat einen ziemlich krassen Aufwärtstrend. Wenn man auf der rechten Grafik mal schaut, die liegt im Moment bei 22% ungefähr und die Tendenz ist wirklich steigend. Ja, eine wichtige Kennzahl ist für mich auch immer die Eigenkapitalrendite. Denn die sagt aus, wie gut das Unternehmen in der Lage ist, das von uns als Aktionäre in das Unternehmen getragene Eigenkapital zu nutzen, um damit Gewinne zu erwirtschaften. Ja, bei der Eigenkapitalrendite, das ist unten links der Chart, denkt man erstmal, oh, die werden aber immer schlechter. Ja, das sieht so aus auf dem Chart, aber wenn man genau schaut, ist die Eigenkapitalrendite vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2020 immer ein wenig gesunken, aber ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also sie liegt im Moment bei 46% ungefähr und das ist schon für eine Eigenkapitalrendite ein ganz guter Wert. Als nächstes betrachte ich noch immer den Return on Invested Capital oder kurz ROIC. Dieser sagt aus, wie gut das Unternehmen das komplette Kapital, welches wirtschaftet, dazu verwenden kann, um Gewinne zu produzieren. Das heißt, dass sowohl das Fremdkapital als auch das Eigenkapital, aber nur den Teil aus beiden, der in den operativen Betrieb zum Wirtschaften gesteckt wird. Ja, und der ROIC, der sagt halt damit aus, wie viel ein arbeitender Euro an Gewinnen erwirtschaften kann. Der ROIC, der ist zuerst so zwischen den Jahren 2015, als Ferrari seinen Börsengang hatte, bis zum Jahr 2018 stark gestiegen. Dann ist er wieder ein bisschen abgefallen, in der Corona-Zeit ungefähr, danach wieder gestiegen und zuletzt wieder ein kleines bisschen gefallen. Also insgesamt sieht man einen leichten Aufwärtstrend, wenn man die Schwankungen mal rauslässt. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie profitabel das Unternehmen an sich wirtschaftet und Umsätze generieren kann. Aber jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie profitabel denn das Unternehmen für uns als Aktionäre wäre, wenn wir in das Unternehmen investieren würden. Also, los geht's. Ja, schauen wir erstmal auf die Dividendenrendite. Die ist jetzt nicht besonders hoch bei Ferrari, sondern unter 1%, im Moment bei knapp 0,7. Im Durchschnitt hat Ferrari immer so eine Dividendenrendite von ungefähr 0,59 oder 0,6% gehabt. Aber sie steigern halt ihre Dividenden meistens. Man sieht hier auch, wenn man unten auf der Grafik schaut, sie hatten auch schon mal Dividendensenkungen, zum Beispiel im Jahr 2017 oder 2020. Aber in der Tendenz haben sie schon ihre Dividenden stetig erhöht. Dividendenrenditejäger wird das jetzt auf den ersten Blick nicht freuen, aber man muss ja auch immer das Dividendenwachstum betrachten, denn das sagt ja auch aus, was über einen längeren Zeitraum
an persönlicher Dividende entstehen kann, wenn man investiert und das Investment auch hält. Und das Wachstum lässt sich durchaus sehen, denn im letzten Jahr hat Ferrari die Dividende um über 22% gesteigert. Auf die letzten 5 Jahre im Schnitt um 22,5% sogar. Die Ausschüttungsquote liegt dabei momentan auf 35% des Gewinns und ist die letzten Jahre in der Tendenz ein wenig gestiegen, aber befindet sich halt immer noch auf einem gesunden Niveau und ist natürlich auch immer abhängig, wie die Gewinnsteigerungen auch ablaufen. Ja, von dem Gewinn, den die Ferrari nicht an uns ausschüttet, bleiben ja immer noch 65% Gewinn übrig. Und wenn man diese 65% jetzt dem Eigenkapital wieder zurückführt und dieses Eigenkapital nimmt, wird berechnet, wie viel das Unternehmen mit diesem Eigenkapital denn inkrementell wachsen kann. Und das nennt man die nachhaltige Wachstumsrate. Und die liegt bei Ferrari bei ungefähr 16%. Also mit dem Eigenkapital, was Ferrari zum einen schon hat und zum anderen aus den Gewinnen zurückführt in das Eigenkapital, kann Ferrari jedes Jahr um 16% ungefähr inkrementell weiter wachsen. Und hier sieht man auch eine sehr erfreuliche Tendenz, denn die nachhaltige Wachstumsrate, die ist auch in den letzten Jahren eigentlich immer gestiegen. Aber als Aktionäre werden wir natürlich nicht nur durch Dividenden vom Unternehmen belohnt, sondern auch durch Aktienrückkäufe und durch den Kurswachstum. Bei Ferrari ist ganz erfreulich, dass sie Aktienrückkäufe durchführen, denn die Anzahl der ausstehenden Aktien ist die letzten Jahre immer geringer geworden. Die Aktienrückkäufe führen meistens auch zu Kurserhöhungen, einfach deswegen, weil dadurch weniger ausstehende Aktien am Markt existieren und die eigenen Anteile an Aktien, die man im Portfolio hat, dabei automatisch mehr wert werden. Ja, das Kurswachstum auf der rechten Seite, das lässt sich echt durchaus sehen. Auf 5 Jahre betrachtet hatte man ohne Dividende ein Kurswachstum von 126,4% und mit den geringfügigen Dividenden mit einberechnet von 131,4%. Also die Dividenden machen hier echt nur einen marginalen Mini-Effekt an der ganzen Rendite aus. Ja, und auf 10 Jahre betrachtet, da werden die Zahlen jetzt richtig krass, denn man hat ohne Dividenden satte und schreibe 875,9% Kurswachstum erreicht, auf die letzten 10 Jahre betrachtet. Und mit Dividenden sogar 906,7%. Das heißt, es wäre ein Ten-Bagger, wenn ihr vor 10 Jahren in Ferrari investiert hättet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Jahr 2015 10.000 Euro genommen hätte und in Ferrari investiert hätte, daraus wären nun über 100.000 geworden. So, jetzt wissen wir, wie profitabel die Ferrari als Unternehmen wirtschaftet und wie profitabel sie auch für uns Aktionäre sein konnte über die letzten Jahre. Nun schauen wir uns an, wie sicher ein Investment in das Unternehmen denn wäre. Zuerst betrachte ich hier die Verschuldungsquote im Verhältnis zum EBIT. Hier sieht man, dass die Verschuldungsquote im Verhältnis zum EBIT nur bei dem 1,78-fachen liegt. Das heißt, Ferrari bräuchte nur 1,78 Jahre seinen operativen Gewinn erwirtschaften, um damit komplett seine Schulden zu tilgen. Und in der Tendenz sieht man auch, dass die Schulden geringer werden. Das ist auch erstmal sehr erfreulich. Die Verschuldungsquote im Verhältnis zum Eigenkapital ist hier nicht ganz so gering, denn Ferrari ist ungefähr genauso hoch verschuldet, wie sie Eigenkapital haben, denn sie sind mit dem 0,93-fachen am Eigenkapital verschuldet. Das heißt, sie haben 93 Cent Schulden pro 1 Euro Eigenkapital. Aber an dem Chart sieht man auch, dass die Ferrari sich hier verbessert, denn vor dem Jahr 2017 war die Verschuldungsquote zum Eigenkapital noch viel, viel höher, ist dann sehr stark gesunken und seitdem ist sie auf einem tieferen Niveau. Ja. Die Tendenz zeigt also leicht nach unten und damit ist das gut für uns. Wenn man Schulden hat, ist es natürlich auch umso wichtiger, dass man liquide genug ist, um die Zinsen zu tilgen. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal den Interest Coverage an, das ist der Zinsdeckungsgrad. Der liegt bei dem 47-fachen des EBITs. Das heißt, Ferrari kann mit dem operativen Gewinn einfach 47 Mal die Schulden locker tilgen. Und das ist auch ein ganz guter Wert und da braucht man sich auch erstmal keine Sorgen machen, dass sie zahlungsunfähig werden. Ja, in die Sicherheitsbeurteilung, da nehme ich ja auch immer den Free Cashflow mit rein, denn der sagt für mich auch aus, wie liquide das Unternehmen ist, um allfällige Kosten, aufkommende Investitionsvorhaben,
aber auch meine Dividendenzahlungen leisten zu können. Und der Cashflow ist tendenziell auch am Steigen. Das ist also auch ein gutes Zeichen. Ja, nachdem wir jetzt ein paar Kennzahlen kennen zur Profitabilität und zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das die Aktionäre denn so sehen und wie die aktuelle Bewertung des Aktienkurses am Markt so ist. Ja, anhand des Verhältnisses des Aktienkurses zum Free Cashflow sieht man ein Preis zum Free Cashflow Verhältnis von 46 und die Tendenz ist auch noch steigend. Das deutet auf eine steigende Bewertung hin und darauf, dass die Aktionäre stärker an die Kraft und Performance des Unternehmens glauben, als die Ferrari überhaupt nachkommt. Ähnliches Bild hier beim KGV, beim Kurs-Gewinn-Verhältnis, das liegt nämlich auch bei 51 und die Tendenz ist auch steigend. Also die Ferrari ist mit dem 51-fachen des aktuellen Gewinns bewertet und damit ist das KGV schon ziemlich hoch. Jetzt schauen wir uns nochmal den Buchwert an. Der sagt nämlich aus, was vom Unternehmen eigentlich noch übrig bliebe, wenn man alle Vermögenswerte veräußern würde und alle Schulden tilgen würde. Was wäre dann eigentlich das Unternehmen noch wert? Und da sind wir bei 21 Dollar je Aktie. Ja. Und wenn man dann noch komplett alle immateriellen Vermögenswerte abzieht, sowie Markenrechte, Patente, aber auch den Goodwill, dann kommt der materielle Buchwert oder auch Substanzwert genannt heraus. Und der liegt hier bei 7 Dollar je Aktie. Das ist immer noch positiv, also es gibt Unternehmen, die haben einen negativen Substanzwert und sind trotzdem genauso hoch bewertet. Von daher ist das erstmal noch kein No-Go-Kriterium, das ist noch okay. Auf der rechten Grafik sieht man aber das Kurs-Buchwert-Verhältnis, was ständig am Steigen ist, Jahr für Jahr, und damit auch ausdrückt, dass die Ferrari-Aktie immer teurer bewertet wird. Was aber wiederum positiv zu beurteilen ist, wenn man rechts die obere Grafik anschaut. Da sieht man diese blauen Balken, das ist der Buchwert an sich und der ist immer schön am Steigen. Also das Unternehmen wird wertvoller im Laufe der Zeit. Darunter ist die Linie zum Kurs-Buchwert-Verhältnis. Die bleibt ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das steigt momentan nicht wirklich weiter an. Das bleibt auf einem gleichen, recht hohen Niveau. Auch positiv ist die Entwicklung des Substanzwerts. Das ist die Grafik ganz unten rechts. Hier sieht man, dass der Substanzwert über die Jahre eigentlich am Steigen ist und damit auch der inkrementelle Wert des Unternehmens am Steigen ist. So, jetzt haben wir ja zusammen das Unternehmen Ferrari anhand von KPIs bewertet. Aber das hilft ja alles nichts, wenn man das nicht mal im Vergleich zu Wettbewerbern betrachtet. Deswegen schauen wir uns jetzt mal Ferrari im Vergleich zu einigen Wettbewerbern an, anhand ein paar meiner Kriterien, um zu gucken, wie Ferrari denn da performt. Ja, wenn ihr an Wettbewerber von Ferrari denkt, dann habt ihr wahrscheinlich Lamborghini und Bugatti und Maserati im Kopf. Jedoch kann ich all diese Unternehmen leider in meinem Vergleich hier nicht aufführen. Warum? Weil die zu Konzernen gehören. Lamborghini und Bugatti gehören zu VW und ich kann jetzt schlecht eine Ferrari mit dem kompletten VW-Konzern vergleichen. Maserati gehört zu Stellantis, die haben auch Fiat und so weiter. Also das würde ich alles mit betrachten. Das ergibt hier keinen Sinn. Deswegen wird das auch nicht mit betrachtet. Ja. Rolls-Royce kann ich auch nicht betrachten. Das gehört zu BMW. Also fliegt auch Rolls-Royce aus dem Vergleich raus. Was ich aber betrachten kann, ist die Porsche AG. Die ist jetzt nicht ganz so hochwertig, also stellt nicht ganz so hochwertige Autos her wie Ferrari. Jedoch ist es auch zumindest im Premium-Segment eine Automobilmarke. Und die Aston Martin Global Holdings plc. Die kann ich auch mit aufführen. Aber damit ich Ferrari nicht nur mit 2 Unternehmen vergleiche aus der Automobilbranche, vergleiche ich Ferrari auch noch mit weiteren Luxusmarkenherstellern. Weil Ferrari ja nicht in erster Linie eine Automobilfirma ist, ja irgendwo schon, aber sie ist halt auch überwiegend ein Luxuskonzern. Und darum vergleiche ich sie auch mit hochwertigen Luxusunternehmen. Mit der Hermès und in dem Fall auch mit der Compagnie Financière Richemont aus der Schweiz. Ja, dann lass uns mal loslegen. Ich zeige euch jetzt den Vergleich der Unternehmen aus dem Jahr 2024. Zuerst betrachten wir mal die Nettogewinnmarge.
Hier sieht man ziemlich deutlich, die Ferrari liegt hier vorne mit einer Marge irgendwo knapp bei 23%. Knapp dahinter kommt jedoch schon die Hermes, die hat auch ungefähr 21%. Die anderen drei Unternehmen sind alle ein wenig schlechter. Porsche hat 15, etwas. Richmond, die sind bei 12 ungefähr und Aston Martin ist hier der schlechteste Konkurrent mit einer Nettogewinnmarge von ungefähr 6%. Wenn man das ROIC betrachtet, sieht man, dass hier auch die Ferrari vorne liegt und damit das arbeitende Kapital am besten in Gewinne umwandeln kann mit über 14%. An zweiter Stelle kommt die Hermes mit ungefähr 15% und danach die Porsche mit 12 ungefähr, dann Richmond mit 10 und Aston Martin ist hier auch der schlechteste Kandidat mit einem ROIC unterhalb von 10. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Eigenkapitalrendite. Hier ist Ferrari auch vorne mit über 35%. Im vorherigen Bild hatten wir mal was von ein paar 40% gesehen. Also das ist schon echt gut. Und die Hermes hat hier weniger, nämlich 25% Eigenkapitalrendite ungefähr. Die anderen sind weniger als halb so gut. Nur Porsche ist bei unter 10, die Richmond ist bei 7 ungefähr und Aston Martin ist bei knapp über 5% Eigenkapitalrendite. Beim Debt-to-Equity-Vergleich ist das genau andersrum. Hier sind die Unternehmen ja besonders gut, wenn sie eine besonders geringe Verschuldung aufweisen. In dem Fall ist hier die Hermes das beste Unternehmen. Hermes ist im Verhältnis zum Eigenkapital am geringsten verschuldet. An zweiter Stelle kommt dann Richmond, an dritter Stelle Ferrari, die sind ein wenig mehr verschuldet als Hermes und Richmond. Die Porsche ist mehr als doppelt so stark verschuldet mit ungefähr dem 0,75-fachen oder so des Eigenkapitals. Und Aston Martin ist halt wirklich sehr, sehr stark im Verhältnis verschuldet zu den anderen, nämlich mit fast 2,5%. Nicht Prozent, sondern dem 2,5-fachen vom Eigenkapital. Bei der Betrachtung des Interest Coverages ist die Hermes richtig, richtig gut, weil sie können mit ihrem EBIT mehr als 200 Mal einfach so locker die Zinsen tilgen. Und Ferrari kommt hier wirklich mit weitem Abstand auf dem zweiten Platz mit 47 Mal. Porsche mit 25 Mal ungefähr und danach Richmond mit, das müssten so 12,5%, nicht Prozent, sondern Zinsdeckung sein. Und Aston Martin sind hier auch so schlecht, dass man den Balken fast erkennt. Also sie sind am stärksten verschuldet und haben damit auch die größten Schwierigkeiten, die Zinsen zu tilgen. So, dann schauen wir doch mal, mit welchem Unternehmen wir über die letzten 5 Jahre die höchste Rendite erwirtschaftet hätten. Und das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber die Hermes ist hier der klare Gewinner. Wir hätten nämlich über die letzten 5 Jahre weit über 250% Rendite erwirtschaftet. An zweiter Stelle kommt die Richmond und an dritter Stelle erst die Ferrari, obwohl wir gesehen hatten in ein paar Folien davor, dass die Ferrari schon eine echt starke Performance hingelegt hat. Ja, mit Aston Martin hätte man auch noch eine Rendite von rund 60% erwirtschaftet in den letzten 5 Jahren. Und Porsche kann man hier nicht so richtig gut bewerten, weil Porsche erst im Jahr 2022 den Börsengang hatte und diese knapp 50%, die man hier auf dem Chart sieht, deswegen nur die Rendite seit dem Jahr 2022 darstellt. Als Fazit nach diesem KPI-Vergleich lässt sich festhalten, dass die Luxusmarken Ferrari und Hermes die beste Nettogewinnmarge haben. Sie haben die höchste Eigenkapitalrendite und sind einfach am profitabelsten von allen. Richmond ist hier auch nicht schlecht, aber bewegt sich irgendwo im Mittelfeld. Porsche auch, ist noch ein klein wenig schlechter als Richmond. Und der Verlierer dieses Vergleichs ist ganz klar Aston Martin, einfach auch aufgrund der hohen Verschuldung. Da sind sie auch nicht so gut in der Lage, ihr Kapital zu nutzen, um wirklich Gewinne zu erwirtschaften. Und klar, sie sind schon irgendwo profitabel, aber im Vergleich zu den Wettbewerbern wirklich stark angeschlagen. So, anhand 2 Videos von Ferrari fasse ich jetzt meine Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken zusammen, die ich für das Unternehmen gefunden habe. Lasst uns das mal zusammen evaluieren.
Zu den Stärken lässt sich sagen, dass Ferrari zu den wertvollsten und bekanntesten Luxusmarken weltweit zählt. Und die gezielte Limitierung der Produktionsmenge stärkt das Markenimage und rechtfertigt damit die Premiumpreise. Es gibt intensive Investitionen in Forschung und Entwicklung und die eigene Fertigung von Elektrokomponenten und Hybridtechnologie wird auch vorangetrieben. Das Formel-1-Know-how wird effektiv genutzt zur Steigerung der Straßenfahrzeugleistung und Ferrari weist eine exzellente Profitabilität auf. Sie haben eine breite Modellpalette, die auf verschiedene Kundensegmente abgestimmt ist. Und es existiert auch eine starke Kundenbindung durch emotionale Bindung an die Marke und eine hohe Wiederverkaufsrate der Fahrzeuge. Ja, als Schwäche kann man betrachten, dass sie abhängig sind von der geringen Stückzahl, die sie produzieren. Denn dieses Low-Volume-Modell limitiert halt potenzielles Wachstum. Und außerdem haben sie nur begrenzte Erfahrung im Lifestyle-Segment wie Mode zum Beispiel. Als Chance für die Zukunft sehe ich, dass sie auch neue Zielgruppen zusätzlich ansprechen durch Elektrofahrzeuge, die sie ja bald produzieren. Außerdem, dass der Wachstum in Asien weiter vorangetrieben wird und so neue asiatische Kunden Interesse an Ferrari haben. Dann sehe ich noch Diversifikationspotenzial durch Lifestyle, Erlebniswelten, Museenbesuche und so weiter. Auch Nachhaltigkeit und ESG und alternative Materialien sind eine Chance, dass das Unternehmen auch anderen Zielgruppen schmackhaft gemacht wird. Ja, und natürlich den Ausbau von Software, von Sensorik, digitaler Vernetzung und das Ganze auch noch als Inhouse-Komponentenfertigung. Ja, bei den Risiken sehe ich zuerst das geografische Risiko in der Produktion, denn sie fertigen in Maranello und in Modena und beide Orte liegen relativ nah beieinander. Und falls dann mal eine Naturkatastrophe oder irgendwas ausbricht oder auch regulatorische Änderungen in der Region passieren, dann ja, hat man halt gleich ein Klumpenrisiko. Auch allgemein die regulatorischen Risiken wie CO2-Vorgaben nenne ich hier mal. Da kommen ja auch immer neue Gesetze zum Vorschein und die können halt auch für ein Automobilunternehmen, selbst im Luxussegment, große Auswirkungen haben. Es kann strengere Umweltauflagen geben, zum Beispiel auch Fahrverbote von Verbrennern. Ja, dann kann es noch makroökonomische Unsicherheiten geben, zum Beispiel geopolitische Konflikte, aber auch sowas wie Inflation, ein weiterer Zinsanstieg, Konjunktureinbrüche. Das alles kann die Nachfrage nach Luxusgütern halt auch dämpfen. Außerdem steht Ferrari im zunehmenden Wettbewerb, vor allen Dingen im High-End-Segment mit neuen Playern im Elektrobereich. Zum Beispiel mit Rimac, mit Lotus und Lucid, die auch alle hochwertige Elektrofahrzeuge produzieren. Und wenn Ferrari sich in die Richtung weiterentwickeln will, dann stoßen sie halt auch auf neue Wettbewerber am Markt. Ja. Cyber-Security-Themen, Technologierisiken sehe ich auch, gerade wenn sie immer weiter digital auch wachsen wollen, dann bieten sie halt auch mehr Angriffsfläche für potenzielle Cyberangriffe. Und als letztes Risiko sehe ich noch, insbesondere für uns Aktionäre, wenn wir in das Unternehmen investieren würden, dann kaufen wir halt das Unternehmen zu einer derzeit hohen Bewertung ein. Also mit einem KGV von über 50 könnte Kaufen aktuell ein Risiko sein. Und damit sind wir auch am Ende meines Videos angelangt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich habe euch auch mal das erste Video zu Ferrari hier verlinkt, damit ihr noch tiefer in die Geschäftsprozesse einsteigen könnt und herausfinden könnt, womit das Unternehmen eigentlich das meiste Geld verdient. Und wenn ihr euch für KPI-Analysen des größten Bergbahnunternehmens der Schweiz interessiert, dann schaut auch gerne mal ein ähnliches Video wie heute zur Jungfraubahn an. Das habe ich euch ebenfalls hier verlinkt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!